Yo, moin moin werte Freunde und willkommen zur Van Conversion. Ich bin jetzt gerade bei E13 im Workshop und das Coole ist, dass die eine ziemlich gut ausgestattete Werkstatt haben, die wir nutzen können, um unseren Bus umzubauen. Das kommt uns natürlich mega zugute, denn wir wollen jetzt nicht einfach nur irgendwie ein Bettgestell da reinknallen und eine Kühlbox. Nein, wir wollen ja am Ende wirklich einen hochqualitativen Campervan haben. Von daher fangen wir jetzt auch einfach mal direkt an und knallen da mal einen Fußboden rein. Ja, also bis auf die ganzen Fußabdrücke ist das doch echt schick geworden, ne? Also, ja, schicker Boden. Sind hier am Rand natürlich noch ziemlich große Lücken, die muss ich jetzt auffüllen. Und dazu habe ich mir hier Silkabun geholt. Ist stinknormaler Bauschaum, wie man den halt kennt. Kann der denn so? Danger. Entflammbar, allergische Hautreaktion, Asthma, genetische Defekte, Cancer, Zahnausfall, Haarausfall, lila Augen, inkontinent, inkonsequent. Ist also nicht ganz so gesund, würde ich jetzt mal sagen. Bei Gendefekt, vielleicht wird man davon ja so Spider-Man. Jizzman. Okay, das sieht wesentlich schlechter aus, als ich mir das vorgestellt habe. Aber egal, denn wir haben Wichtigeres ins Haus stehen. Das hier ist nämlich unser flatschneuer 41 Liter Wassertank. Der kommt einfach unter das Auto drunter und schließt mal ein paar Schläuche an, eine Wasserpumpe und schwuppdiwupp haben wir fließend Wasser. Ja, das sieht doch aus, als wäre es ausgehärtet. Dann schneiden wir das doch mal direkt zu. Okay, also innen drin kann ich gerade nicht viel weiterarbeiten, denn mir fehlen einfach zu viele Teile. Allerdings gibt es noch andere Projekte, zum Beispiel die Sonnenterrasse. Ja, auf die Sonnenterrasse freue ich mich schon richtig, denn die kommt einfach oben drauf und dann kann man schön oben drauf liegen, sich sonnen oder die Sterne gucken. Und dafür habe ich jetzt gerade Holz gekauft. Was für ein Holz. Guckt euch diese Rillen an. Oh mein Gott, ja. Geiles Holz. Findet ihr eigentlich auch, dass Holz so frisch geschnitten voll geil riecht? Ey, der Duft von frischem Holz. Kann keiner behaupten, dass das nicht geil wäre. Und damit das auch wetterbeständig wird, müssen wir das jetzt erstmal ölen. Was ein Durchfall. Okay, das Holz ist jetzt hier über Nacht schön getrocknet, sieht super aus. Aber viel besser als das. Boom! Unser Kühlschrank ist endlich angekommen. Und das bedeutet, dass wir endlich mit dem Innenausbau anfangen können. Was jetzt ein bisschen doof ist an dem Kühlschrank, ist, dass der eigentlich hier so ein bisschen in die Ecke sollte, durch die Wand. Der allerdings wesentlich größer ist, als ich mir das vorgestellt hatte. Von daher kommt jetzt einfach hinten rein und wir machen hinten so eine Ausziehküche. Und dann passt das alles so. Alter, ist das ein Apparillo.
angeschlossen und boom, das Ding läuft. Das ist durch minus 16. Nein! Warte, was für minus 16? Machen wir mal schöne 4 Grad. Super. Okay, jetzt wo der Kühlschrank läuft, bleibt eigentlich nur noch das Bett jetzt erstmal übrig. Also machen wir uns ans Bett. Okay, das Bett besteht aus erstmal 2 solchen Schienen, die gleich noch mit einem Bettkasten, der hier so über die Radkästen soll, verbunden wird. Und darauf kommen dann MDF-Platten, die das Ganze schön hier halten sollen. So, die Seitenteile sind dran. Schneiden wir mal die Bettplatte zu. Jo, das Bett ist jetzt soweit fertig. Allerdings habe ich jetzt erstmal wieder alles da rausgeräumt, denn ich muss jetzt auch noch einen Bettkasten bauen, damit das Ganze auch getragen wird und über die Zeit nicht durchknickt. Also machen wir uns daran. Alles klärchen, der Bettkasten ist soweit fertig und da kommt dann irgendwann ein Klappbett drauf. Allerdings warte ich dann noch auf die Scharniere. Deswegen mache ich jetzt erstmal so lange mit der Dachterrasse weiter. So, das Öl ist jetzt auch schön getrocknet, hat eine schöne Farbe bekommen. Also Zeit, das hier aufs Dach zu bringen. Bevor ich das vergesse, Australien ist eines der sichersten Länder der Welt, zumindest was Sicherheit angeht. Und von daher muss ich jetzt erstmal den Arbeitsbereich hier absichern. So, hier auch schön hinten absichern. Alles klar. Die Idee mit der Terrasse ist wie folgt. Zwischen diese Streben hier kommen kleine Balken, die da schon drunter liegen. Und darauf nagel ich dann die Terrasse fest, mehr oder weniger. Und wenn das dann fertig ist, kommt hier drunter die Dusche, darüber kommen die Solarpaneele und dann sieht das richtig toll aus. Komm schon, komm schon. Boom. Okay, jetzt machen wir noch ein bisschen Silikon rein, damit hier drin auch kein Wasser reinkommt. Wo ich jetzt gerade schon mal den Boden verlege, muss ich natürlich auch erklären, wie mache ich das eigentlich. Man soll ein wenig Abstand lassen zwischen den Brettern und dafür benutze ich eine 50-Cent-Münze. Wenigstens ist es konstant, ja. Weiter geht's. Ich habe endlich die Dachterrasse geschafft. Da ist das Werk wunderschön, schön glatt, schön gerade. Und während ich die gebaut habe, habe ich auch gleichzeitig mal diese Bügel hier angebracht. Und an diese Bügel kommt jetzt unsere Awning dran. Das ist dieses lange graue Ding hier. Eine Awning ist so ein Ausziehtransparent, das uns dann Schatten spenden kann. Ja, sowas brauchst du in Australien einfach, ja. Awning. Okay, neuer Tag, neues Glück. Die Awning ist ja dran seit gestern und die Dachterrasse ist auch fertig. Also geben wir dir doch mal einen Stresstest. Wow. Nice. Ja, geil. Jetzt, wo das Dach hält, Stresstest bestanden ist, können wir uns an die Solarplatten machen. Und dazu habe ich hier schon mal Folgendes vorbereitet. Ich habe auf die Rückseiten von den Solarpaneelen nämlich so Schiebevorrichtungen gebaut. Dann können wir nämlich, obwohl wir Solarpaneele auf dem Dach haben, das ganze Dach nutzen, indem wir vorne einen rausschieben und hinten einen rausschieben. Woohoo! So, Platten sind installiert, sehr geil. Jetzt kann man nämlich einfach so hier rausschieben. Da hat die ganze Dachterrasse Platz.
So, als nächstes haben wir die Wasserpumpe auf dem Plan stehen. Das ist eine recht kleine Pumpe, aber ja, die zieht auch ihre 100 Watt. Pumpt 8 Liter die Minute durch, versorgt unsere Dusche mit Wasser und unseren Wasserhahn. Hier geht das Wasser rein, kommt direkt aus dem Tank, wird dann wieder hier rausgepumpt. Und verbinden werde ich das Ganze einfach mit ein bisschen Gartenschlauch und solchen Steckverbindungen. Jetzt kommt mein Lieblingspart wieder. Unterm Auto arbeiten. Nicht ein Teil von der Außenkarosserie. Ist nicht durchgekommen außen. Das ist ein gutes Zeichen. Hauptsache Holzschraube in Stahl. Das macht der Ingenieur gut hier. Okay, stellt sich raus, Holzschrauben halten nicht im Metall. Wahrscheinlich heißen die deswegen auch Metallschrauben. Macht aber nichts. Mache ich halt Metallschrauben. Uah. Ah! Fuck! Ah! Dieser Prozess hat jetzt locker eine Dreiviertelstunde gedauert. Ja, also die letzten paar Stunden habe ich jetzt Schläuche unterm Auto verlegt, wo wir dann die Dusche anschließen können und den Wasserhahn. Was uns zum nächsten Punkt bringt, wie bauen wir eigentlich die Dusche? Ja, das sieht wie folgt aus. Wir haben hier wieder so eine Schiebevorrichtung, wie bei den Solarplatten, allerdings jetzt für die Dusche. Und dafür haben wir diesen schönen Duschkopf hier, der funktioniert auch, haben wir alles schon probiert. Und ja, das muss ich jetzt alles mal eben zusammenbauen. Eine Dusche. Okay, ich habe das Ganze jetzt mal auf die Schiene montiert und so geil. Ich fühle mich wie so ein Ghostbuster. Ja, bringen wir das Ding mal an. Oh boy. Tada! Yo, yo, yo! Es ist jetzt einiges an Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal einen Bus gebaut habe. Das Gute ist, dass in dieser Zeit einige neue Teile gekommen sind. Unter anderem dieser schöne Klappmechanismus hier, den ich jetzt benutzen werde, um unser Bett in eine Couch umzubauen. Einfach damit der Bus ein bisschen größer wird und auch gemütlicher. Okay, das ist jetzt unser Bus, wie wir ihn bisher kennen. Und diese Platte soll sich entsprechend aufrichten, ungefähr hier dann stehen, damit man das Ganze zurückschieben kann und ein richtig schönes Klappbett hat. Und dafür müssen diese Stangen raus. Stellt sich raus, das ist extrem schwer. Ich bin nicht so der beste Handwerker. Weitermachen können, muss ich jetzt erstmal Lichter verlegen und die sollen durch die Decke gehen, von daher nehme ich jetzt die Decke raus und mache da Lichter rein. Oh. Okay, das
sollte erstmal reichen. Und jetzt ziehen wir diese LED-Leiste da durch. Okay, als nächstes habe ich hier einen riesen Haufen Holz gekauft. Und der wird jetzt für die Innenwandgestaltung verwendet. Das wird geil. So langsam befinden wir uns auf der Zielgeraden. Hier hinter mir habe ich jetzt die Wände fertig, da sind so Ausschnitte drin, da kommt eine LED-Leiste rein und dann kann man das schön beleuchten und hat so ein Ambientelicht so im ganzen Bus. Und jetzt gerade baue ich den Bettkasten nochmal neu, mache den schön, denn den brauchen wir als Grundlage, um unsere Küche hier einzubauen. Jo, geil, wird doch langsam alles. Die Küche ist jetzt fertig und muss nur noch eingeschoben werden. Und genau nach dem gleichen Prinzip baue ich jetzt noch eine Arbeitsplatte. Die kann man dann einfach über den Kühlschrank rausziehen. Dafür baue ich hier hinten jetzt eine Stütze ein, an die kommt dann quasi das ganze Gestell für die Arbeitsplatte dran. Und dann bin ich mit dem Innenraum auch eigentlich fast fertig, glaube ich. Wenn dieses Video irgendwann fertig ist, dann wird es wahrscheinlich alles so aussehen, als wäre das ohne Probleme alles irgendwie gelaufen. Und in Wahrheit ist es allerdings so, dass ich seit 3 oder 4 Stunden jetzt wieder am Wassersystem sitze, weil die Leitungen einfach platzen oder die Stecker nicht funktionieren und auseinanderplatzen. Und das ist jetzt der 3. oder 4. Tag, den ich damit verbringe. Und was man auf dem Video auch nicht sieht, ist, wie oft ich das schon überarbeitet habe und es trotzdem nicht funktioniert hat. Aber jetzt habe ich endlich es geschafft, dass diese Pumpe hier reguliert sich selbst. Das heißt, ab einem gewissen Punkt sollte diese Pumpe stoppen. Genau so soll es sein. Okay, kommen wir zu einem meiner persönlichen Favoriten wieder. Wasserhahn, ja. Jetzt, wo es mit der Wasserpumpe alles funktioniert, wir haben unsere Ausziehküche, kommt hier an die Seite einfach ein Wasserhahn dran. Den kann man dann so ausklappen und dann, ja, hat man Wasser. Nice. Number 1. Number 2. Ja!
Es ist so heiß in dieser Halle. Draußen sind irgendwie 45 Grad und dieser ganze Schuppen ist ungefähr so gut isoliert wie ein Pappbecher. Also ja, gratis Sauna. Okay, ich habe jetzt nochmal den Wassertank bearbeitet, das hält jetzt auch. Das heißt, kommen wir zum besten Part, Matratze schneiden. Ich habe echt keinen Bock mehr langsam, aber schneiden wir die Matratze zu. Okay, also die Decke ist jetzt soweit fertig. Sieht super klasse aus. Viel besser als erwartet. So ein bisschen was von der Gummizelle. Und jetzt können wir uns an den Schrank ranmachen. Das ist eigentlich auch das große letzte Teil. Wir bauen jetzt hier eine Kommode rein, die geht ungefähr bis hier. Und dann ist der Bus eigentlich fertig. Und hier endet die Van-Geschichte. Ich habe wirklich Wochen und Monate jetzt hier reingesteckt und wirklich viel Liebe und Herzblut gegeben, um einen wirklich schönen Campervan zu bauen. Und naja, bei uns hat sich jetzt viel Neues ergeben. Wir hatten ja ein kleines Baby und deshalb verkaufe ich den Van jetzt. Und ich hoffe, es wird sich jemand finden, der den zu schätzen weiß und da ganz viel Spaß mit hat. Und in diesem Sinne... Dein Essen. Oh. Dein Wasser. Die Schlümpfe, ja?